Was ist hier los? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du wieder typisch deutsche Ausdrücke, die du auf jeden Fall können solltest. Damit kannst du dich in Gesprächen und beim Smalltalk authentischer ausdrücken und natürlicher klingen. Vor allem, wenn du nicht weißt, was du sagen oder fragen sollst. Echtes Deutsch, wie wir Muttersprachler zu sprechen und zu verstehen, ist natürlich das ultimative Ziel, wenn man in einem deutschsprachigen Land lebt. Aus diesem Grund habe ich einen neuen Kurs erstellt, in dem du authentisches, gesprochenes Deutsch lernst und auch bald klingen wirst wie ein Muttersprachler. Wenn du Interesse hast, dein Deutsch zu perfektionieren, dann trage dich in die Warteliste ein und erhalte alle Infos zum Kurs sowie das gratis E-Book zu typisch deutschen Ausdrücken. Der Link ist unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Ich habe schon viel von dir gehört. Hoffentlich nur Gutes. Du lernst jemanden persönlich kennen, von dem du schon öfter gehört hast. Du kannst dich erst einmal vorstellen, indem du "freut mich" oder "es freut mich, dich kennenzulernen" sagst. Dann kannst du ergänzen, "ich habe schon viel von dir gehört". Ein Muttersprachler würde dann sehr wahrscheinlich antworten, "hoffentlich nur Gutes" oder "hoffentlich nichts Schlechtes". Das heißt, die Person hofft, dass du nichts Schlechtes über sie gehört hast. Eine gute Antwort darauf ist natürlich nur Gutes. Mach's gut, pass auf dich auf. Diesen Ausdruck benutze ich eigentlich immer, wenn ich mit Freunden spreche, von denen ich nicht täglich höre. Wenn man sich verabschiedet, kann man anstatt einfach nur Tschüss auch etwas Schöneres sagen, mach's gut, oder im Plural, macht's gut, das heißt, du wünschst jemandem alles Gute. Und mit dem Ausdruck, pass auf dich auf oder passt auf euch auf, wünschst du der Person auch, dass sie gesund bleibt und ihr nichts passiert. Lass es dir gut gehen. Wenn dir jemand erzählt, dass er in den Urlaub geht, oder wenn jemand eine schöne und entspannende Aktivität geplant hat, oder einfach nur Freizeit zum Erholen hat, kannst du sagen, lass es dir gut gehen oder genieß die Zeit. Du wünschst der Person damit eine schöne Zeit. Der Plural ist, lasst es euch gut gehen. Du kennst das vielleicht, wenn du jemandem einen guten Appetit wünschst, lass es dir schmecken. Du hast es gut. Jemand hat etwas, das du nicht hast, aber auch gern hättest? Tja, so ist das Leben, aber trotzdem kann man sich ja für andere freuen und sagen, du hast es gut, ich freue mich für dich. Achtung, du hast es gut oder du hast es gut klingen sehr unterschiedlich. Der Ton macht also die Musik. Das heißt, wie du etwas sagst, kann natürlich auch die Bedeutung verändern. Erzähl doch mal. Du möchtest mit jemandem ein Gespräch führen und nach persönlichen Informationen fragen? Zum Beispiel, wie war's im Urlaub? Erzähl doch mal. Was habt ihr so gemacht? Oder erzähl doch mal von deinen Kindern. Sind sie schon in der Schule? Fallen dir die beiden kleinen Wörter doch und mal auf? Die benutzen wir sehr oft beim Sprechen. Sie heißen Modalpartikeln. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir hier oben verlinkt. Auch hier Achtung mit dem Ton. Erzähl doch mal, kann sehr neugierig klingen. Man sollte ja nicht jeden alles fragen und hier ein bisschen aufpassen. Aber das ist in deiner Muttersprache bestimmt nicht anders, oder? Was gibt's Neues? Wie läuft's bei dir so? Auch mit diesen beiden Ausdrücken kann man sich danach erkundigen, was im Leben der anderen so passiert. Es sind ganz typische Smalltalk-Fragen, also erwarte keine lange Antwort. Viele Muttersprachler würden einfach sagen, nicht viel oder das Übliche oder alles beim Alten.
Das heißt, dass es nicht viel Neues zu erzählen gibt. Wenn du auch nur wenig dazu sagen möchtest, benutze bei mir auch oder bei mir passiert in letzter Zeit auch nicht viel. Ansonsten kannst du auch ein bisschen aus deinem Leben erzählen und die Dinge teilen, die du möchtest. Das passt mir leider nicht so gut. Jetzt mal etwas ganz anderes. Du möchtest jemandem ganz nett Nein sagen, vielleicht einen Termin, der nicht gut in deinen Zeitplan passt oder eine Aufgabe, die du machen sollst und keine Lust hast. Hab keine Angst, Nein sagen gehört dazu und wenn man es nett sagt, ist es normalerweise kein Problem. Also Montag um 17 Uhr? Das passt mir leider nicht so gut. Ich könnte aber am Dienstag um 17 Uhr. Würde das auch gehen? Oder, es tut mir leid, aber diese Aufgabe passt momentan nicht so gut in meinen Kalender bzw. in meine Planung. Diese Woche habe ich ziemlich viel zu erledigen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Es kommt natürlich auf den Kontext an, aber ich empfehle immer einen freundlichen Ton zu wahren, denn damit kommt man am weitesten. Das braucht dir nicht leid zu tun. Wenn du dich bei jemandem entschuldigst oder sich jemand bei dir entschuldigt oder sich allgemein für etwas entschuldigt, passt dieser Ausdruck oft ganz gut. Das braucht dir nicht leid zu tun. Entweder ist es nicht deine Schuld oder die Sache ist einfach kein Problem. Das ist doch nicht schlimm, kann man auch alternativ sagen. Was ist los mit dir? Diese Frage kann sowohl positiv als auch negativ gestellt werden. Was ist los mit dir? Passt gut in einen Kontext, in dem man sich Sorgen um jemanden macht. Vielleicht ist die Person traurig oder du merkst, dass etwas mit ihr nicht stimmt und du willst helfen. Auf der anderen Seite kannst du auch fragen, was ist los mit dir? Du siehst schon an meinem Gesichtsausdruck, dass das nicht besonders nett gemeint ist. Wenn sich jemand komisch benimmt oder sehr unfreundlich ist, dann kann diese Frage passen. Alles okay bei dir? Alles okay bei dir? Passt auch ganz gut. Wie immer solltest du aufpassen, mit wem du sprichst und in welchem Kontext. Du schaffst das schon. Diesen Ausdruck benutze ich oft für meine lieben Deutschlerner. Ja, Deutsch zu lernen ist schwierig und dauert lange, aber du schaffst das schon, beziehungsweise ihr schafft das schon. Alternativ kann man sagen, das kriegst du hin oder im Plural, das kriegt ihr hin. Und das ist auch so. Wenn du dir Mühe gibst und regelmäßig lernst, dann schaffst du das auf jeden Fall, so wie Tausende vor dir. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Du hast es jetzt schon so weit gebracht. Gib nicht auf. Ich bin total am Ende. Ich bin fix und fertig. Jetzt bin ich total am Ende, denn ich habe sehr viel gearbeitet und brauche eine kleine Pause. Das heißt, ich bin fix und fertig, ein typisch deutscher Ausdruck zum Schluss dieses Videos. Achtung, ich bin total am Ende muss nicht nur heißen, dass man sehr müde ist, sondern es kann auch viel schlimmer sein. Wenn etwas Schreckliches im Leben passiert, sind wir manchmal einfach am Ende und wissen nicht weiter. Das kann die Gesundheit betreffen, Beziehungen, den Job, Geldsorgen und so weiter. Ein Standardspruch als Antwort könnte hier sein: Alles wird gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest heute etwas lernen. Hol dir auf jeden Fall das kostenlose E-Book mit typisch deutschen Ausdrücken. Der Link ist unter diesem Video. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar, welchen der heutigen Ausdrücke du noch nicht kanntest und welche du noch lernen möchtest, damit ich ein Video darüber machen kann. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.